Das hier ist die Reeperbahn, das pulsierende Herz Hamburgs. Das hier waren die Esso-Häuser, das schlagende Herz des Kiezes. Doch wie ein offenes, unbehandeltes Herzleiden mitten in der Stadt steht das Grundstück seit über 10 Jahren als Schandfleck. Damit der Kiez das bleibt, was ihn so besonders macht, ein lebendiges Vergnügungsviertel, das Millionen Besucher anzieht, ist entscheidend, was mit einem so symbolträchtigen Ort geschieht. Nach über einem Jahrzehnt Stillstand will Hamburg das Gelände nun neu bebauen. Doch die Art und Weise, wie diese Pläne kommuniziert oder besser verschwiegen werden, wirft Fragen auf. Geht die Stadt ehrlich mit der Öffentlichkeit um oder erleben wir gerade eine gezielte Täuschung hinter verschlossenen Türen? In diesem Video zeigen wir, was Hamburg verschweigt, mit exklusiven Einblicken von Christoph Schäfer von der Planbude. Und das ist schon ziemlich frech, muss man sagen. Also das ist echt frech. Eigentlich eine Unverschämtheit. Das sieht auf den allerersten Blick, als hätte sich da gar nicht viel geändert. Sagen, so ein bisschen nutzen Investoren im Moment, die erpressen die Stadt ein bisschen. Ne? Im November letzten Jahres gab es eine Pressemitteilung. Durchbruch beim Paloma-Viertel, 100% bezahlbarer Wohnraum, Kreativflächen und ein Hotel sind geplant. Mit der Absicht, das Gelände dieses Jahres zu übertragen und spätestens 2026 mit dem Bau zu beginnen. Obendrauf investiert die Stadt auch 5 Millionen Euro, um wieder einen Live-Musikclub im Quartier möglich zu machen. Ganz wie versprochen. Bei so einer bedeutsamen Nachricht für das Viertel hätte man einen großen, pompösen Pressetermin erwartet. Die Hauptakteure stolz auf einer Bühne, die neuen Entwürfe im Rampenlicht, Journalisten mit Fragen, Konzernchefs mit schlagfertigen Antworten und vielleicht sogar eine Blaskapelle mit extra Posaunen. Stattdessen gab es eine Einladung mit weniger als 2 Stunden Vorlauf zu einem kleinen Fototermin in einer Bar am Spielbudenplatz, wo nur ein einziges Rendering aus gefühlt 5 Kilometer gezeigt wurde. Warum die Zurückhaltung? Ja, die Planbude, die nicht in die Planung eingebunden war, hat schnell Kritik auf Instagram geäußert. Sie sagen, hinter der offiziellen Präsentation werden große Veränderungen und Qualitätsverluste versteckt. Die Gebäude am Spielbudenplatz sind um 1 bis 3 Stockwerke höher geworden. Die Anzahl der Wohnungen wurde von 200 auf 160 reduziert. Die Hotelzimmer steigen von 180 auf 350. Die grünen Dachgärten, der Stadtbalkon, Einzelhandelsflächen und sogar die Kletterwand sind verschwunden. Und statt Vielfalt sehen jetzt alle Gebäude gleich aus. Die Planbude fasst zusammen. Es ging von Quality zum Quantum. Ein riesiger, brutaler Block ohne Bezug vom Viertel, designt von ChatGPT auf Basis einer Excel-Tabelle, sagen sie. Jetzt hören wir von Christoph Schäfer von der Planbude, was Sache ist. Ja, hallo, ich bin Christoph Schäfer. Ich wohne seit ungefähr 1985 oder 86 in St. Pauli. Und ich bin Gründungsmitglied, eins von 4 bis heute in der Planbude arbeitenden Gründungsmitgliedern, die hier die Planung für die Esso-Häuser und vor allem die Vorbereitung der Planung, den Beteiligungsprozess und die Wunschproduktion für die Esso-Häuser, die neuen Esso-Häuser gemacht hat. Falls ihr euch nicht, also die Jüngeren unter euch kennen wahrscheinlich die Esso-Häuser nicht mehr, die standen hier. Das waren so 60er-Jahre-Bauten, die aber eigentlich, muss man sagen, sehr beliebt waren, vor allem gegen Ende, weil sich da so viele originale und originelle Läden drin waren. Es gab das Molotow hier oder Planet Pauli, ein kurioses Autohotel und die sehr legendäre Esso-Tanke, die wahnsinnig viele Leute bis heute vermissen. Dann ging so ein Zittern durch die Häuser, das war 2013 im Dezember, kurz vor Weihnachten, und die Häuser mussten alle geräumt werden. In der Nacht noch. Das war tragisch, muss man echt sagen. Ich war damals auch hier. Ich wohne in der Nachbarschaft und die Leute mussten alle direkt in so eine Turnhalle ziehen hier in der Nähe. Durften dann auch nicht wieder zurück in die Häuser, nur so in Begleitung quasi, um die nötigsten Sachen da rauszuholen. Das war ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt, und ein ziemlicher Schock. Und die Häuser gehörten damals der Bayerischen Hausbau, die sich gegenüber den Mieterinnen sehr schlecht benommen hatte. Und deshalb war die Stadt hier an der Stelle in so einer Situation, dass sie gesagt hat, hey, wir können so einen Investor
nicht damit davonkommen lassen, dass er sein Haus verfallen lässt und dann auch noch sich einen neuen Bebauungsplan holt, die Leute rausschmeißt ohne Garantien. Und außerdem hatte die Stadt damals totale Sorge, wohin sich die Reeperbahn entwickelt. Ob das noch der coole Ort ist, wegen dem Leute hier nach Hamburg fahren, oder ob das sich langsam so aufbraucht und einfach ersetzt wird durch Bürogebäude, durch diese großen Baumassen. Da traf sich sozusagen das Interesse der Leute, die hier wohnen, und das von der Politik, letztlich das übergreifende, wenn man so will, ist das auch ein touristisches Interesse von Hamburg. Davon mag man halten, was man will, aber die Reeperbahn ist dafür wichtig. Und wenn die so ein Bürogebäudeort wird oder einfach ihren Charme verliert, dann ist das schlecht für Hamburg. Ist es dann gelungen, hier aus dem Viertel heraus, also wir haben dann im St. Pauli-Stadion eine große Stadtteilversammlung gemacht. Und was so wichtig war in der Versammlung, war nicht nur die Zahl, das waren viele, und das wurden danach auch noch mehr, aber das waren viele Leute, aber sie waren sehr unterschiedlich. Die kamen echt so von across the board. Es waren Leute, die hier Unternehmen haben auf der Reeperbahn, Punks, Leute mit Geld, Leute ohne Geld, Leute, die hier ganz lange leben und Leute, die frisch hinzugezogen sind. Und alle wollten, dass wir hier was machen, dass an der Stelle hier was entsteht, was St. Pauli nicht kaputt macht, sondern was irgendwie St. Pauli weiterdenkt in die Zukunft. Wir haben das dann genannt, Knack den St. Pauli-Code, und aus dieser Versammlung heraus haben wir dann quasi ein Planungsbüro gegründet und haben uns vorgenommen, wir möchten hier die Planung in die eigenen Hände nehmen und wir möchten hier mit allen Nachbarinnen Ideen entwickeln, wie St. Pauli sich in die Zukunft entwickeln könnte. Interessanterweise hat die Stadt sich darauf eingelassen und der Besitzer auch. Also die Bayerische Hausbau hat sich auch darauf eingelassen. Dann konnte das 2014 im September losgehen. Wir haben hier die sensationelle Menge von 2300 und dann haben wir aufgehört zu zählen, Beiträgen, und haben die dann sortiert, genau durchgesehen, Themen herausgefiltert und dann dieses Buch gemacht, auf dessen Basis dann die Architekten planen sollten. Und das gab dann einen Wettbewerb und am Ende kam dann dieser Entwurf raus. Und was man hier sieht, also was vielleicht viel wichtiger ist, dass die Leute haben sich sehr in der Wunschproduktion gewünscht, dass so wie auf der anderen Seite der Reeperbahn auch unterschiedliche Häuser hier entstehen. Und nicht so eine Gleichförmigkeit, nicht so ein Block. Das sieht man hier, wie wahnsinnig gut das hier von den Architekten gemacht wurde. Dann gab es hier so eine ziemlich interessante Idee, nämlich, da steht so fett Stadtbalkon dran. Das waren 2 Stockwerke mit Läden, weil einfach das Problem ist, es gibt zu wenig Fläche quasi an der Reeperbahn, die ist beliebt. Die Leute, coole Clubs gehen oft in den 2. Stock oder in den Keller oder noch in ein Geschoss unterm Keller. Und genau so wollten wir das hier auch, dass sozusagen viel passiert auf wenig Fläche und dass viel Reeperbahn-artige Sachen hier passieren können. Deshalb gibt es sozusagen einen Boulevard hier in verdoppelt nochmal darüber als Stadtbalkon, wo dann nochmal andere Geschäfte rein können. So, dann gab es einen gewissen Kompromiss, das war das Hotel hier, das steht hier fett dran, das wollte die Bayerische Hausbau haben. Und das sollte 160 Zimmer haben. Das wurde dann im Verlauf des Prozesses immer größer, aber es landete am Ende bei 160 Quadratmetern. Das, muss man sagen, wollten die Leute eigentlich nicht unbedingt haben, aber es war ein Kompromiss, weil hier vorne an der Reeperbahn dürfen keine Wohnungen entstehen, weil das angeblich zu laut ist. Aber so sind die Regeln eben im Moment. Also man darf ja keine Wohnungen neu bauen, obwohl direkt hier nebenan natürlich Leute wohnen und auch gerne wohnen. Gab es sozusagen nur die Möglichkeit, das mit Hotel zu füllen, oder das war sozusagen die Idee von der Bayerischen Hausbau, wie man Geld verdienen will hier. Wichtiger ist aber vielleicht, dass das Molotow zurückkehren sollte. Das ist direkt das Haus neben dem Panoptikum. Dann ist vielleicht noch wichtig, dass neben diesem Stadtbalkon gab es andere öffentliche oder gemeinschaftlich genutzte oder nutzbare Dächer. Also zum Beispiel sollte neben dem Panoptikum auf dem Dach eine Skaterampe sein, dahinter das Hotel Kogel wieder einziehen. Hier diese Kletterwand, dafür gibt es auch schon einen Nutzer, ne, der das machen wollte. Die Hotelwand sollte zur Kletterwand
werden. Und hier steht halt Park Fiction 2. Das haben nicht ich mir ausgedacht, das haben die Architekten sich ausgedacht. Aber die Idee war sozusagen, dass da ja, so ein Ort entsteht, wo man abends in die Sonne gucken kann, wenn hier über der Reeperbahn die Sonne untergeht. Ja, und dann vielleicht die wichtigste Frage ist die Frage des Wohnens. Also hier sollten Sozialwohnungen entstehen. Und die waren auch in so einem kleinen, also sehr klein im Sinne von schmalen Hochhaus untergebracht. Dadurch gibt es hier auch nochmal so eine Unterschiedlichkeit. Man kann an Stellen auch mal wieder tiefer werden. Hier sollte so eine Art Wohnprojekt oder so ein genossenschaftliches Modell oder ein gemeinschaftliches Wohnmodell hin. Das wäre auch gefördert worden vom Staat. Und an der Ecke sozusagen hier zur Taubenstraße hin wären frei finanzierte Mietwohnungen hingekommen. So, und das waren alles, das mit den frei vermietbaren Mietwohnungen ist das war auch ein Kompromiss, muss man sagen. Ne? Das wollte die Bayerische Hausbau, weil die da Geld verdienen wollten. Die wollten hiermit sehr viel Geld verdienen. Die haben riesige Gewerbeflächen hier drin untergebracht. Okay, also das Wunder war vielleicht, dass sowas zusammengeht mit einem privaten Investor, mit der Stadt, mit hier diesem doch sehr rebellischen Stadtteil St. Pauli, mit einem Stadtteil, der sehr viele Ideen hat. Und das, was man hier sieht, der sehr viel Volumen hat, also der ist groß und dicht und so, aber er ist auch unterschiedlich, er ist aneignungsfähig, ne? Man kann da was machen, er erfindet irgendwie St. Pauli neu auf eine bestimmte Art und der wäre sehr aufregend geworden. Deshalb ist das ein sehr weit diskutiertes Modell geworden, also weit über St. Pauli hinaus. Ist das was diskutiert wird als, hey, so könnte man in Städten heute bauen und so könnte man auch diese hohe Dichte, die die Investoren brauchen, sozusagen umsetzen, indem man an entscheidenden Stellen gute Sachen macht. Hier zum Beispiel in diesem hinteren Teil sollte das Innovations- und Subkulturcluster sein. Ne? Da waren dann so Sachen drin wie ein alternativer Sexshop, Beratungsstellen für Sexarbeiterinnen, so St. Pauli-spezifische soziale Sachen, eine Stadtteilkantine, das FabLab St. Pauli sollte zurückkommen, was hier gar keinen Ort mehr findet und so. Also das wären so eine Etage gewesen mit Sachen, die für den Stadtteil sind. Und die anderen Sachen wären eigentlich gewesen, dass der Investor Geld verdient und normal vermietet, also die normalen Sachen, die sich wünschen. Ja, und was vielleicht noch, wie kriegt man, also oft ist so ein großes Bauvolumen, wenn man das so sieht, wie die großen Investoren das machen, dann wird das halt sehr brutal. Und hier merkt man, das ist eigentlich eine Welt, die hier entsteht. Und die wäre interessant und die können die Leute benutzen, sie können klettern, sie können gucken, sie können raufgehen, runtergehen. Es ist für sehr unterschiedliche Leute gedacht, die sich da drin aufhalten könnten und da auch Spaß haben könnten, ohne sich zu nerven. Und genau dafür sollte St. Pauli ja eigentlich da sein. Und das wäre so, wir stehen ja vor dieser wichtigen Aufgabe, was müssen Städte in Zukunft eigentlich können, damit die Leute da hingehen und damit sie interessant bleiben. Das wäre eigentlich eine gute Antwort darauf. Ja. Also das Erstaunliche war ja, dass das irgendwie so lange geklappt hat und gut geklappt hat. Und dann kam Corona, dann kam Ukraine-Krieg und dann gingen die Preise für Bauen total in die Höhe. Und das wird schwieriger, mit Bauen Geld zu verdienen. Und dann gab es aber bei der Bayerischen Hausbau einen Wechsel an der Spitze. Also der Erbe ist in den Vorstand gekommen. Und der strukturiert jetzt den Konzern um. Und diese alte Gesellschaft, Bayerische Hausbau, das klingt so solide, ist einfach aufgeteilt worden in einen Teil, der Projekte entwickelt und einen Teil, der den Besitz verwaltet. Und der Teil, der Projekte entwickelt, da waren 300, 400 Leute beschäftigt. Da sind heute nur noch 50 beschäftigt, weil die machen das gar nicht mehr. Die verkaufen einfach nur noch ihre Projekte weiter. So, ne? Die machen die gar nicht zu Ende. Und das ist, was hier passiert ist. Also es wird ja manchmal erzählt, ich sag mal, von bestimmter Seite, dass das Ganze gescheitert sei an den vielen Wünschen. So viele Wünsche sind das ja gar nicht, die sozusagen, oder so viel Fläche nehmen die gar nicht hier ein. Die machen nur dieses Volumen
intelligent und interessant, aber daran ist es nicht gescheitert. Es ist tatsächlich daran gescheitert, dass der Besitzer seine Strategie geändert hat und sowas nicht mehr macht. Die haben alle, die sowas entwickeln können, da brauchst du schon Skills für so einen Riesenbau. Die sind alle weg. In der Situation haben die offenbar mit der Stadt Verhandlungen aufgenommen, um das loszuwerden. Man muss auch sagen, so ein bisschen nutzen Investoren im Moment, die erpressen die Stadt ein bisschen, ne? Weil es an verschiedenen Stellen die großen Investoren, die haben von der Stadt zunächst mal überall die tollen Stücke Land verkauft gekriegt, wie beim Elbtower zum Beispiel oder am Gänsemarkt oder eben hier. Und das sind alles wahnsinnig wichtige Stücke Land für die Entwicklung der Stadt, ne? Und damit erpressen die interessanterweise inzwischen die Stadt, ne? Die dann gezwungen wird, sowas zu kaufen. Ist natürlich nicht schlecht, eigentlich, wenn jetzt hier die Saga kommt und sagt, okay, wir kaufen das für die Stadt. Und die haben sich dann noch einen zweiten Unternehmer ins Boot geholt, die Quantum Immobilien. Und wir haben aber gemerkt, dass da was total schief läuft. Diese ganzen Verhandlungen, die gut funktioniert haben, waren auf der Ebene des Bezirks mit dem Investor. Und diese Verkaufsebene, die läuft jetzt auf einer höheren Ebene ab, nämlich auf der Ebene des Senats. Und seitdem, muss man sagen, funktioniert die Kommunikation gar nicht mehr. Während man die ganze Zeit echt vertrauensvoll miteinander gearbeitet hat, über 7, 8 Jahre, ist es tatsächlich jetzt am Ende so gewesen, dass in den letzten 4, 5 Jahren eigentlich wir aus diesen Gesprächen im Grunde raus waren. Also wir haben über die Presse von den Dingen erfahren, nicht mehr direkt. Und das war für uns der Punkt, dass wir irgendwann gesagt haben, da braut sich jetzt zusammen, dass die eine Lösung haben, an der sind wir überhaupt nicht beteiligt. Da spielen die ganzen Ideen und dieser ganze Prozess, den die Stadt finanziert und gemacht hat, spielt da überhaupt gar keine Rolle mehr. Wir können jetzt nicht so tun, als wäre das immer noch dieselbe Idee, wir steigen jetzt aus und wir machen das auch öffentlich. Das haben wir dann 2 Monate vor Weihnachten gemacht, einfach um zu zeigen, Leute, wir sind da nicht mehr im Boot gerade. Und ja, und dann kurz drauf kam dann die Stadt und die Saga und die Bayerische Hausbau um die Ecke mit so einer plötzlich angesetzten vorweihnachtlichen Pressekonferenz. Irgendwie, das scheint so ein beliebtes Datum zu sein, kurz vor Weihnachten die Dinge so zu veröffentlichen. Dann denken sie, nach Weihnachten haben das alle vergessen. Ja, und dann haben die dieses hier vorgestellt. Also, das wurde da vorgestellt bei dieser Konferenz. Und man sieht, das ist ja so ein Blick so aus gefühlt 5 Kilometer Entfernung. Das sieht auf den allerersten Blick vielleicht so aus, weil es auch von oben quasi gezeichnet ist, als hätte sich da gar nicht viel geändert. Und das gehe ich jetzt mal schnell durch. Also man sieht hier hinten, also das Positive ist hier hinten, das kann alles die Saga machen. Das heißt, das werden Sozialwohnungen hier, ne, dieser ganze Teil hier hinten. Das Schlechte ist, hier war ein interessantes Haus, was höher war. Das hier war ein bisschen niedriger. Hier war eins, was so rausguckte, richtig weit nach oben. Das an der Ecke war aber niedriger. Das war netter zu der Nachbarschaft. Das alles interessiert die Saga jetzt nicht mehr so. Und sie bauen aber auch weniger Wohnungen, als da im ursprünglichen Plan vorgesehen waren. Wo richtig Volumen dazugekommen ist, ist hier an dieser Vorderseite. Und das ist erheblich, ne? Also dieses Haus hier zum Beispiel, das sollte so ein kleines Gebäude sein, wo dieses Haus noch drüber gucken kann, so gerade. Das ist jetzt höher geworden und zwar 2 Stockwerke sind hier drauf gekommen. Und obendrauf ist jetzt nicht mehr dieser sogenannte Park Fiction 2, sondern man sieht da so Einhausungen für irgendwelche Kühlgeräte und Entlüftungsmaschinen und so weiter. Du hast ja netterweise das noch größer ausgedruckt. Also hier sieht man es ein bisschen genauer und kann auch im Grunde sehen, wie viele Stockwerke das sind. Es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stockwerke, die da oben drauf sind. Und das waren vorher 8. Also es ist erheblich viel höher. Das Licht, von da kommt das Licht auf die Reeperbahn. Das wird also bis zur anderen Seite der Reeperbahn hier Schatten werfen. Leider nicht dargestellt. Dieses Haus, das war dieses Schöne, wo man dann an der Seite hier klettern konnte. Das ist wesentlich höher geworden. Von Klettern kann hier keine Rede mehr sein. Das Haus ist auch noch ein Stockwerk höher. Also die haben hier überall richtig was draufgeklatscht an Volumen. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder, die kommuniziert wurden.
Nämlich aus den 160 Hotelzimmern sollen jetzt, ich glaube, 320 geworden sein. Fast verdoppelt. Schlagt mich nicht tot, ich habe die Zahlen gerade nicht mehr ganz im Kopf. Aber das, was eigentlich hier der Kompromiss sein sollte und wo es immer hieß, Hilfe, wir kriegen kein Hotel mehr finanziert, wird jetzt zur Hauptnutzung dieses Komplexes und wird die Reeperbahn ziemlich krass überschatten. Ich habe ein oder zwei Sachen. Ja. Was würdest du sagen, wenn man sagt, dass die bayerische Hausbau durch den Abriss Geld verloren hat mit dem Verkauf des Grundstücks? Also, das kann ich nicht sagen, weil wir die Summen ja gar nicht kennen. Ich kann nicht sagen, ob die Geld verloren haben. Ehrlich gesagt, ich habe mal schon vor 10 Jahren so einen Projektmanager von denen getroffen, einen ehemaligen. Und der hat mir gegenüber behauptet, die hätten das ja einfach stehen lassen können. Die haben schon damit Geld verdient, so wie es war. Also hätte man das restauriert, das wäre im Nachhinein vielleicht die allerbeste Lösung gewesen. Ne? Dann würden da immer noch dieselben Leute wohnen, es wären immer noch dieselben Läden da, sie hätten noch ein bisschen was dazu gebaut und das wäre ein profitables Projekt seit Jahren. Ja? So mussten die auf den Preisanstieg pokern. Aber was natürlich auffällig ist, dass der Verkauf in dem Moment eingeleitet wurde, als der Bebauungsplan hier beschlossen war. Und der Bebauungsplan ist das, was den Bauherren, wer auch immer das Recht gibt, ein bestimmtes Menge Zeug hier zu bauen. Und das ist der entscheidende Punkt. Früher waren hier 8000 Quadratmeter, das hätten die vielleicht oberirdisch. Und jetzt sind da irgendwie mindestens 28, wenn nicht 29.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Und diese Vervielfachung vervielfacht den Wert. So muss man das rechnen. Also so rechnen die. Das heißt, die haben hier in dem Moment dann was verdient. Die hatten angeblich sehr teure, sehr hohe Planungskosten. Wie fandest du die Art und Weise, wie das angekündigt wurde, der neue Entwurf? Ja, das fand ich ganz schön mies, ehrlich gesagt. Also das ist eigentlich eine wahnsinnig schlechte Nachricht für alle Arten von Beteiligungsprozessen in Hamburg. Das hier war einer der Vorzeigebeteiligungsprozesse mit einem tollen Ergebnis, mit einem super interessanten Ergebnis. Und wenn man da sich nicht darauf verlassen kann, dass die Stadt sich an sowas hält und dann irgendwie versucht, im Gespräch zu bleiben und sowas weiterzuentwickeln, das haben wir denen total signalisiert, auf allen Ebenen. Öffentlich, nicht öffentlich, vertraulich, alles. Es ist nichts. Die haben nichts gemacht, keine Anstalten gemacht, irgendwie dieses Wissen einzubeziehen. Auch nicht zu diesen wahnsinnig guten Architekten, die hier ursprünglich geplant hatten, die das hier noch geplant hatten. Die sind alle raus aus dem Spiel. Und mit denen wurde nicht geredet. Und das finde ich unmöglich. Das ist echt schlecht für die demokratische Planungskultur hier. Aber es ist auch für Architekten schlecht, weil das war ein Wettbewerbsergebnis, dass man darüber hinweggehen kann und sagt so, ist uns egal. Die Stadt hat das finanziert. Das ist auch so ein Punkt. Warum? Das ist alles in den Ofen geschossen. Das ganze Geld, das ganze Wissen. Und dann muss man ja sagen, 2300 Beiträge, das sind echt viele Leute. Ne? Die haben sich alle hier Gedanken gemacht. Das ist alles Arbeit, die umsonst für die Stadt geleistet wurde. Ne? Und das alles in die Tonne zu treten, finde ich schon starken Tobak. Und obwohl die Stadt ein Transparenzportal hat, wurde der Kaufpreis nicht öffentlich gemacht. Ja, da reden die sich raus. Die reden sich also Transparenz. Ja. Also das ist nämlich knifflig, ne? Weil die tun jetzt so, die Saga ist ja eine 100%ige Tochter der Stadt Hamburg. Also die gehört der Stadt, die agiert auch weisungsbefugt sozusagen. Und da redet sich die Stadt raus, dass das ja ein Unternehmen sei und dann ist keine Transparenz mehr nötig. Ja? Und das ist schon ziemlich frech, muss man sagen. Also das ist echt frech. Eigentlich eine Unverschämtheit. Und das ist so eine zentrale Frage. Und was mich wirklich ärgert, dieses neue Modell hier, das falsche Modell, ja, das hier
das steht schon in der Stadtentwicklungsbehörde, in diesem großen Modell von der Stadt Hamburg, was ne, da ist so ein Riesenmodell der Stadt Hamburg. Da haben sie das Modell schon reingestellt. Und da gibt es noch gar keine legale Grundlage für. Eigentlich wissen die das ja offiziell noch gar nicht. Finde ich auch ziemlich kurios, wie da gearbeitet wird, ohne dass irgendeine demokratische Entscheidung getroffen worden ist. Kann jetzt etwas geändert werden? Ist zu spät? Also schwer zu sagen, ne? Weil wir wissen, irgendwann werden die damit an die Öffentlichkeit gehen müssen, was sie wirklich vorhaben. Die werden, wenn ich das richtig sehe, Änderungen am Bebauungsplan vornehmen müssen, glaube ich. Dann müsste das alles nochmal vorgelegt werden. Dann muss auch das veröffentlicht werden. Aber man muss sagen, dass natürlich jetzt im Moment, wer soll sich denn da auf so einen Prozess einlassen? No? Also das Vertrauen ist verloren. Die hatten irgendwie, wie soll man sagen, den goldenen Ball vorm Tor liegen so, ja. Und jetzt kriegt man die Pille hinten in den Strafraum, in den eigenen Strafraum gespielt und soll dann nochmal anfangen. Also nee, ich glaube nicht, dass das sind keine guten Voraussetzungen jetzt. Ne? Natürlich gibt es mit der Saga vielleicht die eine oder andere Chance, so wie man die so kennt. Die sind ja hier verankert. Also denen gehört ja viel hier im Stadtteil. Eigentlich könnte man mit denen ja was machen. Ne? Eigentlich wäre es ja ganz toll, mit der Stadt an der Stelle jetzt mal zu arbeiten. Warum kriegen die das? Also warum kriegt man eine gemeinsame Planung mit einem Investor hin und dann, wenn die Saga da drin ist, die der Stadt gehört, warum kriegt man die nicht hin? Das wäre ja auch eine Chance für die, mal interessante Stadtentwicklung zu machen mit den Leuten. Also das finde ich schon echt eine verpasste Chance und es gibt ja viel Kritik. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht hast du das mitbekommen. Die Architektenkammer, der Bund der deutschen Landschaftsarchitekten, der Bund der Stadtplaner, der Bund deutscher Architekten, die haben alle sich zusammen in einem Statement dagegen gewandt. Ja, also das ist noch nicht zu Ende. War es nicht so, dass die einzige Lösung eigentlich eine Übernahme von der Stadt war? Ja, weil hier der Stillstand ist. Ne? Das ist immer so das Argument. Da habe ich zwei Sachen zu sagen. Also, dass die Stadt das kauft, ist ja super. Aber sie müssten dann das so verhandeln, dass da was Vernünftiges bei rauskommt. Und da wird uns gerade erzählt, ja, also wir hatten nur diese eine Möglichkeit und da lassen die sich gerade komplett erpressen, meines Erachtens. Die andere ist, wenn man das hier sieht, natürlich, man denkt auf der Reeperbahn so ein Bauzaun, wie doof. Aber das wussten wir ja von vornherein, dass das doof wird. Und wir haben der Stadt vorgeschlagen, schon 2014 haben wir denen vorgeschlagen, Leute, wir machen hier Container entlang dieser Mauer hier rundum und wir machen hier quasi Spielbuden zum Spielbudenplatz. Und ich meine, St. Pauli besteht irgendwie aus Show- und Scheinarchitektur, ja. Und für die Leute, die hier entlang gehen, wäre es super interessant gewesen, hier interessante, billig vermietete kulturelle Sachen, dazwischen irgendwie was für Planet Pauli, dass die weiter Geld verdienen können, vielleicht den Molotow Merchandising Laden, I don't know, das könnte man hier alles machen. Und dann wäre hier diese Reeperbahnmeile nicht so langweilig gewesen. Das haben wir denen sofort gesagt, macht das so. Das haben wir ihnen aufgezeichnet. So, dann haben die Stadt, ich würde mal sagen, blöd wie sie ist, gedacht, müssen wir nicht oder das wird schon wieder oder das geht alles ganz schnell, keine Ahnung. Aber damit wäre man dann nicht so erpressbar, weil ich glaube, ehrlich gesagt, diese Wohnungsfrage, die ist natürlich super ernst, aber alles andere, ne? Es geht hier ja auch ums Rückkehrrecht von den Leuten, ne? Aber alles andere, was macht das mit der Reeperbahn? Das hätte man einfach mit so provisorischen Lösungen viel, viel geiler machen können und das wäre wahrscheinlich interessanter als das, was gerade gegenüber in den ständigen
Sachen an der Reeperbahn passiert. Also da hätte man einfach auch testen können, was braucht man. Und so eine Wunschproduktion, wie wir sie gemacht haben, hätte man da ja verfeinern können. Ja, also hätte Fahrradkette, aber es ist ja öffentlicher Raum, das wäre gut gewesen, ne? Wäre auch gegangen. Und das wäre dann was, wo man nicht so erpressbar wäre als Stadt. Und ich finde, das haben die ohne Not sein gelassen, einfach weil sie ein bisschen langweilig sind oder denken, sie müssen sich mit den großen Investoren gut stellen und nicht mit den Leuten, die hier Ideen entwickeln. Und das ist halt schade, ist auch ein Innovationshemmnis für diese Stadt.